Was? Mich zerreißt es ja jeden Tag. Und wir haben ja schon Antibiotika beide genommen. Ah, da haben wir meine Endgegner, die Schlangen. Dass ich in der Schneiderei bin und mein eigenes Kleid designe. Die Probleme. Das hier ist Couscous. So, wir suchen uns jetzt mal einen Stellplatz, wo wir entspannt den Tag verbringen können. Bestenfalls im Schatten, aber ist wahrscheinlich utopisch, ne? Weiß ich nicht. Hatten gerade einen kleinen Notfall. Und Cäsar musste auch Gassi. Oh Mann, mein Magen. Wir haben jetzt Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mitmache. Mich zerreißt es ja jeden Tag. Und wir haben ja schon Antibiotika beide genommen, jeweils 5 Tage. Ja, jetzt gucken wir erstmal nach dem Stellplatz. Wollen wir gleich unsere Minisandfläche drunter packen? Falls Regen kommt, dass wir schon ein Stück draufstehen. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber es wäre ein Versuch wert. Ja, safety first. Stopp! Das ist schön, es ist mal kühl hier drin, angenehm. Kühl würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist angenehm. Aber wenn ich wieder diese Fliegen und Mücken über dir rumkreisen sehe. Übelst krass, oder? Ich habe hier schon voll gewedelt, aber die gehen einfach nicht weg. Nee, aber hier drin ist halt trocken. Und draußen hat es gerade angefangen mit Regnen. Und natürlich kommen da sofort wieder die Ängste hoch. Oh nein, kommen wir hier wieder weg. Obwohl, Weil obwohl wir das hinten drunter haben. Ich habe gesehen, dass der Reifen schon wieder mindestens 2 bis 3 cm eingesunken ist. oh nein. Oh, mach mir keine Angst, Schatz. Ja, wir kriegen das schon hin. Irgendwie geht's immer. Ja, dann letztes Mal haben wir 5 Männer dazu gebraucht und 4x4, der uns rausgezogen hat. Ja. Kriegen das hin. Weil es hat ja jetzt nur getröpfelt. Wenn Ich das gucke hier gleich mal nach dem richtig Wetter, ob das morgen wieder trocken ist. Dann ist ja alles gut. Okay. Ja, ich klicke im Bett. Ich bin so müde. Ich könnte einfach nur schlafen. Weil unser Süßbert hat uns die letzten Nächte auf Trab gehalten. Die letzten 2 Nächte, um genau zu sein. Wir wissen nicht, was los war. Davor hatten wir nie Probleme. Wir haben immer abends gekuschelt, gute Nacht gesagt und dann hat er easy peasy geschlafen und wir auch. Und dann hat es vorgestern angefangen, nachts, dass er einfach gejault hat und gefiebt hat und die Vorhänge runtergerissen hat und in alles Mögliche reingebissen hat, sodass wir nachts um 2 ging es los, gell? Nee, um 1. Um 1. Um 1 ging es los, morgens um 1. Also er hat davor einfach geschlafen und dann um 1 ging es los. Dann hat er gefiebt und gejault. Wir haben ihn dann nochmal 2-mal rausgelassen. Also wir sind nochmal 2-mal Gassi gegangen. Wir haben dann irgendwann den Ventilator auf ihn gemacht und dann ging's. Er hat dann irgendwann geschlafen, aber wir mussten wirklich lang bei ihm bleiben. Wir haben aber dieses schreckliche Mückennetz hier drum. Und wir befürchten, also es ist jetzt unsere Vermutung, dass es für ihn irgendwie so eine räumliche Trennung ist und er Angst hat, dass wir weggehen, weil er dann immer wieder an dieses Mückennetz ist und gejault hat und gefiebt hat und unsere Stimmen gehört hat, aber vielleicht dachte, dass wir einfach trotzdem weggehen oder so. Das ist nur unsere Theorie, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall
bin ich über meinen Schatten gesprungen ab irgendeinem Punkt und habe gesagt, okay, er kommt jetzt ins Bett. Ich habe dieses Mückennetz weggemacht, habe ihn reingelegt und dann war Ruhe. Good. Yes. Thank you. We are fine. We are fine. Thanks. Yeah! Genau, die drei haben Lego-Figuren bekommen. Hier, die Lego-Figuren. Richtig süß. Es waren gerade 3 Jungs bei uns, mit denen haben wir vorher schon ein bisschen gequatscht. Die haben hier heute auf dem Feld mitgeholfen. Und wir haben uns versucht, in unserem schlechten Französisch zu unterhalten. Es war richtig süß. Und dann wollten sie einen Bus angucken, hatten aber Angst wegen Cäsar. Dann sind sie hier vorm Auto gestanden und haben auf die Lego-Figuren gezeigt und gefragt, was denn das ist. Und dann hat Marco die rausgeholt und ihnen eben erklärt, dass wir das von unseren Freunden geschenkt bekommen haben. Und dann ist eingefallen, dass wir noch ein paar Lego-Figuren haben. Und zwar genau 3 Stück. Und die haben wir dann rausgeholt und denen geschenkt. Und die haben sich übelst gefreut. So süß. So süße Jungs. Wow. Marco ist auf der Suche nach einer Luftpumpe und alle sind auf jeden Fall gespannt und wollen wissen, was wir alles im Auto haben. Comment ça va? Ah, was? Ah, was? Ja. Na. Ah, was? Au revoir! Wow. So, Mister. Wir gehen jetzt mal Gassi mit dir. Du liegst seit gestern Abend um 11, es ist jetzt nach um 2. Wir gehen jetzt mal Gassi. Wer die ganze Nacht Party machen kann, der kann jetzt auch Gassi gehen. Den Schlafstand weg. Ja, und heute Nacht Guck mal, die Jungs vor der Tür, die machen schon wieder Mittagsschlaf. Und du bist immer noch am Schlafen. Cäsar? Wir gehen jetzt mal raus. Ja, muss mich nicht so angucken, wir gehen alle zusammen raus. Und wir gucken in die Fledermaushöhle. Also ich. Wir haben es geschafft, unseren 7-Schläfer aus dem Bus zu bekommen und endlich eine Runde Gassi zu gehen mit ihm. Es ist 2:30. Ja. Also wir sind ja schon echt die Langschläfer, aber er toppt gerade alles. Dafür hat er die Nacht natürlich wieder Party gemacht. Wieder gefiebt, wieder ins Bett hoch. Und es hat uns wieder, glaube ich, 1,5 Stunden gekostet, bis wir ihn dann beruhigen konnten, bis er dann geschlafen hat. Da ist das Objekt der Begierde. Da war ich gestern schon drin. Also ich habe mal reingeguckt.
Da ist ein riesiges Loch drin, da habe ich reingeguckt und da habe ich gesehen, dass der ganze Baobab-Stamm von innen ausgehöhlt ist. Und da waren hunderte Fledermäuse drin. Ja, ich kletter jetzt mal rein und gucke mir das mal genauer an. Wow. Einfach nur wow. Dieser ganze Baum ist von innen ausgehöhlt. Wahnsinn. Natürlich super für Fledermäuse. Hello, Mr. Frog. Ich dachte, hier kommt irgendeine Ente um die Ecke, die hier rumquakt. Da waren es die zwei Frösche, die gepoppt haben. Geile Geräusche. Ja, was man nicht alles hier erlebt im Senegal, ne? Ja. Letal. Ah. Aber die ist schon ziemlich mitgenommen. Die Jungs haben die schon ziemlich malträtiert. Dieser, nein. Also Schlangen waren meine größte Angst in Afrika. Und jetzt haben die Jungs hier die ersten angebracht. Unsere ganzen Lebensmittelvorräte sind aufgebraucht, deswegen mussten wir jetzt gerade unseren wunderschönen Stellplatz verlassen und uns auf die Suche nach einem Supermarkt machen. Wir haben hier wunderschöne Tage verbracht und so viele nette Leute kennengelernt. Gefühlt kennen wir schon das halbe Dorf. Es sind ständig Kinder um Pumba rum und fragen ganz viel, was wir hier so drin haben und sind total begeistert. Das ist richtig süß. Marco hat auch schon Fußball mit den Kids gespielt und heute waren wir zusammen am Wasser. Marco ist dann mit ein paar Jungs schwimmen gegangen und ich habe mit Cesar am Ufer gewartet, weil wir nicht wissen, wie er reagieren würde, wenn wir beide im Wasser sind. Und wenn wir ihn anleihen, wissen wir zu gut, dass er die Leine ja durchbeißt. Deswegen müssen wir das mal an einem ruhigeren Örtchen üben. Gell? Und wenn wir einkaufen waren, wollen wir auf jeden Fall wieder an den Stellplatz zurück, weil es uns da so gefällt und wollen da einfach noch ein paar Tage und Nächte verbringen. Wer hat hier Vorfahrt, ist die Frage. Ja, nach dem Tier. Okay, hier wird mitten auf der Straße einfach mal was repariert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Was war jetzt noch hier? Na, ist doch der Anlasser. Ja? Ja.
Die haben mir gezeigt, an welche Stelle ich dranhauen soll. Die ist immer doch ein bisschen geübter als ich. Es ist unglaublich, wie die hier ihre Autos beladen. Was ich noch krasser finde, dass diese ganzen alten Mercedes T1 und T2, die bei uns schon lange ausgeliebt haben und heutzutage nur noch als Camper heiß begehrt sind, dass sie halt hier überall rumfahren und was die für Lasten tragen, was die da für Dachgepäckträger dran geschweißt haben und wie tiefer gelegt die immer sind, weil die so voll sind. Das ist Wahnsinn, aber es ist cool zu sehen, wie lange sowas eigentlich währen kann und dass es in dem Land noch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Es ist halt hier Transportmittel für alles, für Menschen, für Güter. Voilà. Un, deux, tac, tac. Très bien. It's still different. Die Jungs will ich mal mit nach Hause nehmen zu meiner Fußballtruppe. Die rennen und rennen und rennen und rennen. Wahnsinn, ja. So, komplett im Eimer. Jetzt gerade noch hier den schönen Sonnenuntergang bewundern. Und jetzt hoffen wir mal, dass Cäsar im Bus durchgehalten hat und nicht komplett ausgerastet ist. Weil es war jetzt öfters so, dass er einfach angefangen hat, die ganzen Vorhänge runterzureißen, in den Gurt zu beißen und in seine Leine zu beißen. Und ja, jetzt gucken wir mal, was alles kaputt ist oder nicht. Und dann heißt es jetzt Abendbrot und ich glaube, danach fahre ich ins Bett. Ich bin übelst alle. Die haben Marco kaputt gespielt. Ja, das war echt anstrengend, aber so cool, mal wieder Fußball zu spielen. Und unter was für Bedingungen die spielen. Also manche haben Fußballschuhe an mit Stollen drunter. Manche normale Schuhe und manche, die haben so eine Art Wasserschuhe. Ja, diese Sandalen. Sandalen, Wasserschuhe. Und mit denen spielen die Fußball. Unglaublich, aber die ziehen es durch, knallhart. Richtig cool. Coole Truppe auf jeden Fall. Ja, sind richtig happy, die kennengelernt zu haben hier. Das ist so schön. Ja. Ich habe die ganze Zeit gequatscht, ich habe mich mit Lee die ganze Zeit unterhalten. Er hat mich über alles Mögliche im Senegal aufgeklärt. Es ist so schön, auch mal sich so ausführlich unterhalten zu können und so viel über das Land zu erfahren. Ja. Weil wir echt öfters Probleme haben, weil unser Französisch nicht ausreichend dafür ist, solche Unterhaltungen zu führen. Ja, und jetzt haben wir mit ihm halt mal ja. jemand gefunden, der auch Englisch spricht. Ja, und das da ist ist das alles richtig viel toll. einfacher. Und ja, hier auf dem Land haben wir das Gefühl, sind die Leute auch viel entspannter und hier kommt man auch besser ran halt. Also man kann besser Kontakte knüpfen auf jeden Fall. Vor uns an der Stadt, das ist so ein Trubel, das ist so ein Tohuwabohu. Erstens übelste Hitze durch die ganzen Autos, dann ist da überall Sand, den weht es da durch die ganze Stadt die ganze Zeit. Es ist ein enormer Lärm, enormer Gestank teilweise. Ja. Und dann macht jeder sein Ding und das funktioniert aber alles, das Chaos funktioniert dort halt. Ne? Jeder macht sein Ding, geht dahin, wo er gerade will, am anderen vorbei irgendwie. Wir fragen uns immer, okay, müssten eigentlich gerade täglich 100 Unfälle passieren, aber es funktioniert alles ohne. Aber wir haben für uns gemerkt, es ist viel zu anstrengend, das sind wir überhaupt nicht gewöhnt. Ich meine, wir kommen ja aus einer richtigen Großstadt, aber das ist bei uns was ganz anderes. Also wenn man nicht hier war, das kann man nicht nachvollziehen, das muss man selber persönlich erlebt haben. So, genug gelabert. Zurück zu Cäsar und Sonnenuntergang beobachten. Die ist so groß wie meine Hand. Deine ja, auf jeden Fall.
Wir haben von Ableili einen ganzen Topf Couscous bekommen. Marco und ich haben schon ein bisschen was weggespachtelt. Der war nämlich wirklich bis hier oben hin randvoll. Wir stehen nämlich hier mitten in den Feldern von ihm und seiner Familie. Hier wird überall Couscous angebaut und unter anderem auch Erdnüsse. Ja, also wir lagen nämlich falsch mit, dass es für Tierfutter ist. Wir Ja. haben es falsch verstanden bei den anderen. Genau. Und er hat uns dann aufgeklärt, nein, das sind Erdnüsse. Er hat uns auch die Säcke voller Erdnüsse gezeigt und nur quasi die Pflanzenreste, die werden dann als Tierfutter verwertet. Aber Genau. das eigentliche Produkt sind Erdnüsse und Couscous. War auf dem Markt, jetzt gehen wir mit dem Profi einkaufen. Mal gucken, was es diesmal kostet. Wir hoffen auf bessere Preise. Die süßen kleinen Schüsselanhänger. Cäsar. Tina hat ihr eigenes Kleid jetzt gezeichnet. Mein eigenes Kleid. Ja, das ist geil. Ja, oui, c'est... Quand tu le laves, Oui, regarde, les fils, il faut comme oui, ça. oui. C'est pas bon. Ist jemand happy? Ja. Et voilà. Et Das voilà. Kleid ist fast fertig. Ja, es kommt der Feinschliff noch. Ich muss an Axel noch ein bisschen anpassen, aber es sieht schön aus. Schick. Sogar hier. Jawohl. Mit Schlitz an der Seite. Oh, nice. Sieht sehr schön aus. Müssen noch kleine Feinheiten gemacht werden. Gut. Right. Ich find's geil. Sieht richtig schön aus. Was sagt ihr? Das ist meine African Lady jetzt. Wir waren jetzt bestimmt wieder 3 Stunden drüben in der Stadt mit Ableili. Und Wir wollten eigentlich nur das Kleid abholen. ja, aber das ist so cool, dass wir ihn kennengelernt haben und dass er uns so rumführt und wir sind so dankbar, weil wir dann einfach so viel mehr Leute kennenlernen und er stellt uns seine Freunde vor und was die alle arbeiten und wie so das Leben abläuft Ja, und erklärt ist uns richtig ganz süß. viel. Und jetzt hier natürlich mal, wie es in Deutschland ist und echt sehr unterschiedlich, aber also auch total schön, mal so eine andere Seite vom Leben kennenzulernen und wie hier alles funktioniert und ja, also wir sind da echt dankbar, dass er uns das so in die Hand nimmt und so viel zeigt und ja, ist einfach cool. Ja, vielen Dank. Wir genießen es total. Wir sind so happy und freuen uns einfach, dass wir die Zeit zusammen haben und er uns so viel zeigt und erzählt. Ja, wir so viele coole neue Leute kennenlernen. Ja. Das macht's aus, das Reisen, ha? Nice, you're crazy. Ami, je m'appelle Omar. Marc, mon ami, je m'appelle Omar. Marc, mon ami. Tina, mon ami, je m'appelle de Tina. Tina, mon ami, je m'appelle de Tina. César, mon ami, je m'appelle de César. César, mon ami, je m'appelle de César. Lala, da wird das Kleid gleich ausgeführt zum Fußballspiel des Dorfes. Zum wichtigen Fußballspiel der Dörfer. Schick, schick, Madame. Wir sind zurück am Bus und ein Problem haben wir noch. Wir haben kein Wasser mehr. Aber hier zwischen den Feldern gibt es auch so kleine Gärten und da gibt es auch einen Brunnen. Und wir haben gefragt, wir dürfen uns jetzt da selber Wasser holen. Wir werden das jetzt noch mit einem Stofftuch erstmal grob durchfiltern, dann kommt es in den Tank rein und dann haben wir sowieso unseren Alpfilter. Und hoffen, dass das dann alles klar geht und dass wir das Wasser vertragen und trinken können und Zähne putzen und bla bla bla. Ja, mal gucken, ob wir uns aus dem Krankenhaus melden oder ob das alles so funktioniert.
Da merkt man mal wieder, was Wasser eigentlich für ein Luxusgut ist. Können wir uns gar nicht glücklich genug schätzen bei uns. Die haben ja nämlich auf den Dörfern alle kein fließendes Wasser, also es geht immer nur über Brunnen. So, das lassen wir drin. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir stehen immer noch auf dem wunderschönen Stellplatz unter einem tollen Baobabbaum und waren jetzt ja auch schon öfters im Fluss baden. Und heute wollen wir mal das Dorf und die Gegend erkunden. Das hier ist Couscous. That is couscous. Normally he comes and did here. Ah, okay. Couscous, Also ja. Yeah. von da oben bis hier unten ist dann alles voll mit Yeah, Couscous yeah, sozusagen. he saw and around this and here until here. Wow, that's a lot. And all is a field. Hier ist alles voll. Wir sind im Couscous-Feld. All this is mango. But there is no fruit anymore. No fruit No, anymore. it's not this time. Das hier ist ein Mangobaum. April bis Juni ist Mangozeit hier. April bis Juni. Dann wäre doch Glück, ha? We have different mango. Different mangoes. There are some mango who have finished now, and there are some mango who don't have. Das hier ist die Grundschule. Bonjour. 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 Do you know how many children are here, like around? How many in primary school? I don't know, but around 200. Around 200. And Also circa 200 Kinder sind hier in der Grundschule. Ah, okay. it's really big, yeah. Und wie immer läuft man hier nicht alleine durchs Dorf. Man ist immer in Begleitung von ganz vielen Kindern. Das Dorf hier ist erst vor 100 Jahren gegründet worden. Ah, wow. Ja, ist ja relativ neu. Ten people. Let's take Wow. a photo. Gage. Fala ballo. Hier werden die Schafe im Salzwasser gewaschen. Das ist gut für die Haut. Ich habe gerade erfahren, dass dieser kleine See hier hinten, den nutzen die nach der Regenzeit dafür, um Salz zu gewinnen. Wow, das ist ja Die lassen cool. das austrocknen, also es trocknet natürlich aus und dann bleibt das Salz zurück und das nutzen sie halt fürs Kochen. Oh, wie cool. Ja. Und dann kann jeder einfach kommen und sich das Salz hier holen. Ja. Wow. Besonderes Experiment mit Cäsar. Mit einer Ziegenherde laufen. So far so good. Der schlägt sich ganz wacker. Ja, er hat noch nicht gejault. Nein, er ist noch nicht in den Angriffsmodus gegangen. Das ist super, Cäsar. Outside or inside? Oh, das okay. Ja, wir sind zum Essen eingeladen bei der Familie. Ja, it's fresh. We brought some, if you want, drinks. And Yeah.
Blaze Mama hat traditionelles senegalesisches Essen gekocht. How do I say it? How is it called? Ceebu Jeen. Ceebu Jeen, our national cook. That is our first cook here. And it is rice with fish, right? Rice and fish and vegetables. Some vegetable. Yeah. Rice, fish. It is also vegetable, only vegetable. Okay. Rice, Fisch und Gemüse. Yeah. And your mother cooked it. Huh? Your mother cooked it. Yeah, my mother. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Wir gucken jetzt die Praxis von Ablays Mama an. Die ist nämlich die Ärztin hier im Dorf. Jetzt Und macht das ehrenamtlich, ne? Ja, macht das ehrenamtlich. Richtig krass. Wow. Feuer mal jetzt. No animals, no. No animals. Wow. Sie macht alles ehrenamtlich hier, das ist der Wahnsinn. Also die Regierung bezahlt einen kleinen Betrag an Medikamenten. Ja, ich bringe die Medikamente hier und sie macht das alles ehrenamtlich. Genau, also sie hat dann die Medikamente sozusagen zur Verfügung, aber sonst bekommt sie gar kein Sie bringt Geld. hier alle Kinder zur Welt. Ja. Wahnsinn. Hier drin alle Kinder vom Dorf. Ja. Und der Anteil an Kindern im Senegal ist enorm groß. Also das ist genau umgekehrt zu Deutschland. Hier gibt es so viele junge Menschen und fast keine Alten. Wahnsinn. Wir sind wieder in Pumba und auf dem Weg nach Phun Yuen, in dem Dorf, in dem wir die letzten Tage schon waren. Ich sitze hier hinten, weil Marco und Ablay vorne sitzen. Ich zeige es euch mal. So ist hier unten bei mir. Und Ablays Freund ist ein Schneider und er meinte gestern zu uns, dass er unbedingt möchte, dass wir ein senegalesisches Outfit haben. Deswegen wurden wir gestern Abend noch vermessen und jetzt fahren wir in das Dorf, um das mal anzuprobieren und abzuholen. Wir sind echt gespannt, wie es aussieht. Wird hart gearbeitet. Hier wird schön gewerkelt. Ja, es ist Zeit, die Sachen anzuprobieren. Yeah! Das ist so cool! Hey, thank you very much. Nice! Oh! I love it! I love it! Sieht richtig schön aus. Nice! Super, super cool! Okay, now it's your turn. Du dran. Leute, wie sieht's aus? Wie gefällt's euch? Also mir gefällt's super. Übel schick. Oh, das ist so schick. Ich muss eigentlich mein Kleid bisschen... Du bist jetzt der Hingucker auf jeder Party. Cher hat mir gestern verschiedene Outfits von sich gezeigt und da war ein Regenbogen-Outfit, also genau in diesen Farben dabei und ich habe es übelst gefeiert. Und jetzt hat er uns einfach noch ein zweites Outfit gemacht aus diesem Stoff. Krass, oder? Ist das nicht cool? It's funny. So funny. Ja, das ist perfekt für den Karneval, oder? Oh.
Perfectly for Carnival in Germany. Da mit Herz. Ist cool. Nur weil ich sein Foto so gefeiert habe. Aber es sah auch richtig cool darin aus, muss man schon sagen. Cäsar liebt es einfach auf dem Sitz zu sitzen. Er ist heute der Boss hier, ne? Ja, hallo. Sitzt du jetzt immer mit mir vorne, oder was? Das war Tina hinten, ne? Okay. Ihr seid jetzt Abgemacht. Abgemacht, ja? Abgemacht. Und wie er es immer genießt, dass er rausgucken kann und alles mitbekommt. Ja. Neugieriger Süßbär, hm? Ja. Es ist 19 Uhr, wir sind jetzt wieder zurück an unserem Stellplatz. Es war so ein wunderschöner Tag mit so vielen Erlebnissen. Ja, wir sind echt überwältigt und kommen beide gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil es einfach so schön war. Heute Morgen um 11 ist Ablai zu unserem Bus gekommen und danach sind wir ewig lang spazieren gewesen. Der hat uns so viel gezeigt. Und dann haben wir bei ihm zu Hause gegessen. Seine Mama hat uns ein traditionelles senegalesisches Gericht gekocht. Und dann haben wir jetzt noch die Kleider abgeholt und er hat uns einfach die Kleider geschenkt. Also wir haben mehrfach gesagt, dass wir es natürlich bezahlen wollen. Und er hat gemeint, nee, er möchte uns ein traditionelles Outfit aus dem Senegal schenken. Und wir sind einfach nur überwältigt. Das ist so schön. Wir sind richtig happy mit unserem neuen Outfit. Und Bauke holt gerade noch Wasser beim Onkel von Ablai. Wir müssen noch so ein bisschen Wasser auffüllen. Und dann heißt es Abendessen und entspannen. Wahrscheinlich fallen wir dann auch einfach total müde ins Bett. Von ganzem Herzen vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und die Offenheit und einfach alles. Wir genießen die Zeit hier so sehr mit Ablai und seiner Familie und seinen Freunden und sind unendlich dankbar, dass er so aufgeschlossen ist und wir hier so toll aufgenommen werden. Vielen, vielen Dank. Liegt diagonal im Bett. Ich strecke alles nach oben, aber es funktioniert nicht. Es ist viel zu heiß. Also heute Nacht ist auf jeden Fall wieder mal grenzwertig von Temperatur und Schwüle, obwohl wir sternklaren Himmel haben. Ich verstehe es gar nicht, dass das so feucht sein kann, die Luft. Guten Morgen! Wir verlassen jetzt unseren super schönen Stellplatz, weil wir heute weiter nach Khao Lak müssen, unseren Autopass verlängern. Wir holen heute unseren dritten und letzten Stempel ab, damit wir nochmal 15 Tage im Senegal reisen können. Ja, und jetzt haben wir anscheinend Glück gehabt. Die Nacht hat nur kurz geregnet. Ich denke mal, wir kommen jetzt raus hier vom Feld. Und hoffentlich. Ja, mal gucken, wie anstrengend das wieder wird in der Stadt heute, ne? Und dann versuchen wir noch so viel Strecke wie möglich heute zu machen. Wir wollen nämlich noch in den Nationalpark fahren, aber das sind 500 Kilometer, das sind wahrscheinlich 10 Stunden Fahrt oder so auf den Straßen hier. Und wir versuchen die Hälfte heute zu schaffen, uns dann irgendwo hinzustellen und morgen den Rest dann. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Wo wir heute landen. Ja.